Moinsen. Wir kurven hier gerade bei Melaune rum. Jetzt fahren wir Richtung Niesky. Bin halt schon fleißig gewesen, habe schon eine Lieferung gemacht. Jetzt muss ich nochmal die nächste Fuhre holen. Jetzt fahren wir erst nach Niesky, dann rüber nach Skorzelec. Und dann mache ich die Lieferung, aber so weit tue ich dann nicht, weil so lang werden wir nicht dranbleiben. Vielleicht kennt sich der eine oder andere hier schon aus, wo wir hier lang fahren. Gekommen bin jetzt von Rosenheim über Melaune und hier geht es weiter Richtung Niesky. Was? Jetzt sind wir hier bei Reißaus, links nach Weißenburg. Ich vermisse immer noch das Haus, das hier mal da links, wo die ganzen Bäume stehen, da war mal ein Haus. Das ist aber auch weg. Ja, da wollte dann keiner mehr wohnen, wahrscheinlich wegen der Kreuzung hier da direkt an. Ja, ist ziemlich Verkehrslärm hier, ja wohl so viel. Jetzt im Moment immer, wenn ich hier langkomme, fährt da kaum jemand. Und windstill ist es, so wie es aussieht, die Windräder drehen sich gar nicht so richtig. Und kalt ist aber, draußen hat 16 Grad, na, muss ich da tatsächlich hier die Heizung anmachen im Fahrzeug. Na. Das Gebläse lasse ich mal aus, ich lasse das jetzt so leicht, dass ein bisschen warm reinkommt hier. Und dann das Fahrerfenster habe ich immer einen Spalt offen. Ne? Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich muss immer mit offener Fenster fahren, also zumindest ist ein Stück offen. Nur wenn es stark regnet, mache ich es zu. Und durch den Luftzug hier zieht es ein bisschen warme Luft dann aus der Lüftung raus. Ne? Und da brauche ich jetzt das Gebläse nicht, weil das Gebläse, das hört man dann wieder da im Livestream drin, weil das ja da vorne dann auch rauskommt und das Telefon steht jetzt. Und was ich gerade noch sagen wollte mit dem geöffneten Seitenfenster, im Winter ist das vor allem gut, weil wenn man losfährt, ist ja der Motor noch nicht so warm, da kommt ja noch warme Luft aus der Heizung. Wenn man dann ausatmet, dann setzt sich die Atemluft an der Frontscheibe ab und dann friert das alles ein. Wenn man aber das Fahrerfenster einen Spalt aufmacht, dann zieht die Atemluft durch das Fahrerfenster ab und kommt erst gar nicht bis vor an die Frontscheibe. Ne? Und dann bleibt die Frontscheibe eisfrei. Das sind so Sachen, die hat man früher tatsächlich, ich habe das von meinem Fahrlehrer, der hat mir das gesagt. Ne? Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch in der Fahrschule lernt, weil die Fahrschulautos heutzutage, die haben ja auch alle Klimaanlagen. Ne? Als ich noch meinen Führerschein gemacht habe, da gab es kein Fahrschulauto mit Klimaanlage. Da war Klimaanlage noch Luxus. Das hatten dann die entsprechenden Luxusautos, die hatten dann Klimaanlage drin, aber im Fahrschulauto natürlich nicht. Und da vermute ich mal, wenn man es heutzutage mit der Klimaanlage hat, dann wissen wir das gar nicht mehr, dass das mit dem Fenster, dass man das Fenster aufmachen kann. Ne?
Aber auch die Klimaanlage, die macht ja kalt, ne? Und im Winter, wenn es kalt ist, dann braucht man ja die Heizung und da hilft die Klimaanlage ja nichts. Ja, der steht wieder bevor. Ne? Es ist schlagartig Herbst geworden. Vor einer Woche war es noch warm und dann regnet es die ganze Zeit. Ja, vor 2 Wochen muss ich sagen, war es warm. Es war ja Mitte August auch schon so kalt, ne? Das Regenwetter. Und da habe ich schon im August Blätter, Laub auf der Straße gesehen. Ne? Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. August ist da eigentlich noch Sommer. Ne? Ja, hallo. Ich grüße mal alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Wer nicht ortskundig ist hier, wir fahren auf dem Weg nach Niesky, von Melaune kommend. Da vorne ist jetzt die Autobahn 4. Rechts geht es nach Görlitz, weiter nach Polen und links nach Westen. Da fahren wir jetzt aber nicht. Wir bleiben hier auf der Landstraße. Das Gute ist, was habe ich hier gelesen, 2,90 Meter. Da scheint es wohl irgendeine Baustelle zu geben da auf der Autobahn, weil 2,90 Meter. Na gut, 2,90 Meter, das betrifft ja jetzt nur. Weil normal darfst du ja eh noch 2,50 an Gesamtbreite haben. Da werden sie wohl in dem Tunnel wieder irgendwas rumfuschen, weil da kommt dann noch ein Tunnel. Und hier sind wir in Niederseifersdorf. Das steht da drauf. Baustellencontainer mit Überbreite. Hier sind wir jetzt in Niederseifersdorf. Hier war früher immer 70 die ganze Strecke. Ne? Und mein Navi zeigt mir das hier auch noch so an mit 70. Aber die 70 sind weg. Hier gilt jetzt wieder 50. Finde ich zwar jetzt ein Blödsinn, weil wir fahren ja hier nicht durch den Ort direkt, sondern am Ortsrand entlang. Ne? Und da war das mit den 70 eigentlich immer gut. Und dieser Ort hier, der zieht sich über mehrere Kilometer. Also das dauert ewig, wenn du hier mit 50 lang fährst. Du denkst, du kommst überhaupt nicht mehr raus aus dem Ort. Ne? Und da vorne, wo das rote Auto ist, da kommt dann gleich der Blitzer. Da war vor 30 Jahren mal eine Kneipe. Und wegen der Kneipe, weil da eben der Parkplatz immer so schwer zu erkennen war, weil der nach dem Gebäude ist, da immer eben die Leute rein und rausgefahren sind und der Verkehr halt, was man halt so an der Kneipe so hat. Und da war das eine Gefahrenstelle und da haben die den Blitzer hier aufgestellt. Und die Kneipe gibt es aber seit 25 Jahren schon nicht mehr und trotzdem der Blitzer steht noch immer da. Und die haben jetzt hier sogar eine neue Blitzersäule hingestellt. Früher war ja da so ein altes Ding auf einer, die grauen Kästen auf den Masten oben und da seit, glaube ich, 2 Jahren steht hier jetzt die moderne Blitzer. Ne? Aber obwohl es die Kneipe, also die Gefahrenstelle, wegen der Blitzer mal eingerichtet ist, seit 25 Jahren nicht mehr gibt, steht immer da noch der Blitzer. Ne? Und dann soll mir noch mal einer erzählen, dass Blitzer nur an Gefahrenstellen aufgestellt werden. Ne? Jetzt habe ich gedacht, es wäre ein Bundeswehrfahrzeug, aber der ist noch in Tarnoliv lackiert. Nee, Gelb-Oliv heißt die offizielle Bundeswehrfarbe. Ne? Ich hatte ja einmal, ja, das war bei einem Geländewagen, das war aber kein Bundeswehrfahrzeug, sondern ein US Army Fahrzeug, ein Dodge M886, von dem wir jetzt auch das Titelbild zu diesem Livestream hier haben. Also wer sich da mal
fragt, was das für ein Fahrzeug ist, wo ich da jetzt das Bild dazu verwendet habe. Das war mein alter Dodge M886 und der basiert auf dem W200 auf, für den Fall, dass da jemand was damit anfangen kann mit diesen Bezeichnungen. Das war Baujahr 73 und den habe ich damals, der hat ja diesen Krankenwagenaufbau, ne? Und da war links und rechts eine Liege und dann habe ich das halt als Fahrzeug benutzt, wenn ich mal unterwegs war, so auf Festivals oder so, um dort zu übernachten. Ne? Da habe man doch einen Kleiderschrank eingebaut und einen Schrank und ein bisschen eine Pappe. Guck mal an, das ist auch schon früh unterwegs. Und da haben wir einen Gaskocher mitgenommen und so weiter. Ne? Und da war ich da also unterwegs. Da war auch Rock am Ring und so Sachen, ne? Wenn ich da hingefahren mit dem Fahrzeug. Das war aber ein uriges Gerät. Der hatte zwar nur einen Smallblock drin mit 318 Kubik, aber hat trotzdem super Sound gehabt, weil der hatte nicht, so wie es üblich war, die Auspuffanlage bis nach hinten, sondern die ging nur bis quasi unter der Fahrersitz, ein Stück weiter noch, und da war dann der Topf und einfach nur ein krummes Rohr nach unten Richtung Boden. Ne? Wegen dem Krankenwagenaufbau musste das entsprechend angepasst werden mit der Auspuffanlage. Da konnte die nicht bis nach hinten weitergeführt werden. Und durch die verkürzte Auspuffanlage hatte der trotzdem kleinen Motor einen super Sound. Ne? Und auch mit Handschaltung war das. Ein Fahrzeug mit Handschaltung und Allrad, zuschaltbaren Allrad. Da musstest du sogar dann noch aussteigen und die Freilaufnabe arretieren da an der Vorderachse. Ne? Und der ist aber überall durchgekommen. Ja, da habe ich selbst gestaunt. Ne? Das war schon, natürlich haben wir es ausprobiert, ne? Durch den Schlamm und so weiter. Und da bin ich im Winter mal über eine Wiese gefahren. Da war die Wiese so halb überschwemmt, da war so ein halber Meter tiefes Wasser, die Wasseroberfläche war gefroren und dann bin ich da durch das Eis durchgefahren. Ne? Mitten im Winter, das hat der Dodge überhaupt nicht registriert, das war dem sowas von egal. Ne? Dann war mal irgendwo eine Überschwemmung, da war ein Fluss in der Nähe und da war ein Parkplatz und ich wollte einkaufen. Der Parkplatz, da war kein anderes Auto, weil da war so ein halber Meter hoch Schnee, Wasser. Und überall alle anderen Parkflächen waren halt zugepackt, weil die Leute, die da nicht auf dem Parkplatz fahren konnten, da haben wir gedacht, das heißt, der Dodge, der hält das aus. Bin auf dem Parkplatz da ausgestiegen, war natürlich bis zu den Knie im Wasser, weil ich ausgestiegen bin. Ja. Und alle Leute haben mich beobachtet und dann habe ich mir das auch nicht anmerken lassen, dass ich da jetzt bis zu den Knie stehe und so getan, als wäre das ganz normal. Bin einkaufen gegangen und nach dem Einkaufen wieder zurück eingestiegen, Schlüssel umgedreht, Motor springt an ohne Probleme, weil das war ja ein Militärfahrzeug, der war ja gebaut für sowas. Ne? Losgefahren, als wäre es ganz normal, dass man so im halben Meter tiefen Wasser steht. Ne? So Sachen konntest du halt bringen mit so einem Militärfahrzeug. Ne? Und das war eben auch dieses Olive Strap. Bei der US Army heißt das Olive Strap. Abgekürzt OD als Farbbezeichnung. Bei der Bundeswehr heißt es Gelb-Oliv. Und damals, da habe ich dann auch so einen richtigen Militärspleen gehabt. Ne? Da haben wir noch ein Tannenz gekauft. Ne? Und dann sind wir erstmal mit Kumpels, wo auch Geländewagen hatten, da sind wir irgendwo rausgefahren. Und wir waren sogar auf dem Bundeswehrübungsplatz, sind wir am Wochenende hingefahren, wo wir wussten, dass kein Manöver war, aber wir sind eben mit unseren Militärfahrzeugen da hingefahren. Haben uns da in eine Stellung gestellt, haben das wirklich mal gemacht, wie man es militärisch macht, mit Tarnnetz und allem drum und dran und
und Erde im Wassereimer zu Schlamm und dann die Fahrzeuge ein bisschen mit Schlamm eingeschmiert, ne, so Metallmuster, ne, wie man es halt gelernt hat als Wehrpflichtiger. Ne. Und haben das wirklich so gemacht, wie man es halt militärisch gelernt hat, also dass man das, sind wir nie aufgefallen, von Weite uns einer gesehen hat, dass wir da stehen, dann haben die gedacht, ja, der Bundeswehr macht Manöver, ne? Sind mir also überhaupt nicht aufgefallen. Ja, das haben wir öfter so gemacht. Das war richtig spaßig. Und natürlich auch alles Mögliche, was es halt so bundeswehrmäßig gab, so dieses Kochgeschirr und bla bla bla. Hatten wir alles dabei, haben wir alles. Wir waren richtig militärisch, wir hatten einen richtigen Stil gehabt davon. Aber als wir dabei waren, na gut, ich muss sagen, ich habe meinen Wehrdienst ja abgerissen. Ne? Und noch eine Pappe. Ich war ja Militärkraftfahrer. Ne? Da war es jetzt nicht so stressig wie bei der Infanterie oder sonst irgendwas. Ne? Und da hat man eigentlich, ach, guck an, jetzt habt ihr das nicht gesehen, rechts steht hier im Waldrand die Militärpolizei, Bundeswehr. Gerade reden wir von Militär und so weiter und jetzt machen die da tatsächlich ein Manöver. Ja, wenn man jetzt hier an der Ampel links gefahren wäre, da wird man ja an das Manövergelände kommen, da Richtung Weißwasser, da ist ja ein großer Bundeswehrübungsplatz. Früher war das mal ein Russenübungsplatz. Nach der Wende hat das ja die Bundeswehr übernommen. Und da sieht man also noch hin und wieder Militärfahrzeuge hier in der Gegend fahren. Und wenn da die Militärpolizei da abseits steht, da haben die wohl wieder irgendwas heute. Vielleicht sehen wir da noch irgendwo eine Militärkolonne. Ja, und wie gesagt, also ich hatte jetzt nicht so einen Stress bei meinem Wehrdienst. Ne? Da kann ich also zurückblicken mit, ja, es war halt eine Pflicht, was man macht, ist erst einmal lästig, ne? Aber im Nachhinein hat es doch Spaß gemacht, war doch irgendwie interessant. Aber, ne? Für mich jetzt als Militärkraftfahrer kann ich das sagen. Ne? Andere haben da wahrscheinlich andere Erlebnisse. Ja, und seit wie vielen Jahren ist ja die Wehrpflicht komplett abgeschafft. Aber bei mir gab es das eben damals noch. So, jetzt schauen wir mal, jetzt muss ich nur. Jetzt fahren wir mal hier rein auf den Platz. Also das Parken kostet hier 10,99 € auf dem Schild. Ne, das sind hier so, ach, dieses Dekormulch, was man da sehen kann, das kostet 10,99 €. Ja, ich weiß, ich hab das Licht noch an. Ich muss jetzt hier einen Auftrag abholen. Das muss ich erstmal ins Fahrtenbuch eintragen, weil es ist eine geschäftliche Fahrt. Ach ja, ich wollte ja mal kurz lesen. Moin RAH. Chucks. Es ist Stripper, ja. Ja, hallo Jack. Ja, danke dir, RAH. Warum piepst denn das noch? Ah, jetzt. So. Jetzt schauen wir mal, also da, dieser Dekormulch da, der kostet 10,99 €, also 11. Oh, das ist richtig weich.
Ich habe jetzt gedacht, es wäre hart wie Holz, aber das ist, fühlt sich, also wenn ich es in die Hand nehme, ist es hart, aber wenn ich drüber laufe, fühlt es sich weich an. Und was ich jetzt hier brauche, einen Wagen habe ich jetzt vergessen, ich muss ja einen Wagen mitnehmen. Ich muss jetzt hier, oh, ich muss nochmal zurück ins Auto. Ich habe nämlich jetzt total vergessen, ich brauche ja die Handschuhe, muss ich anziehen, weil ich muss hier Kohle holen, wenn es Kohle gibt. Dann gehen wir mal rein. Muss, schauen wir mal, was kosten hier Holzbriketts? Klein. 10 Kilo, 4 Euro. Das ist klein. Ja, ja. Das ist die kleine. Und wo ist die große? Jetzt muss ich mal schauen. Ich soll eigentlich 25 Kilo Pakete mitbringen, weil die Zehner, die sind ja teurer. Ne? Wenn du jetzt rechnest, was das 10 Kilo Paket kostet im Vergleich zum 25 Kilo Paket, sind die 10 Kilo Pakete teurer als die 25er, obwohl die 25er, das ist auch Wucher. Ne? Ich habe die neulich wo gesehen für 11 Euro 25 Kilo. Die haben sonst immer 25 gekostet vor der Corona-Dings. Und jetzt kommt mir nicht mit Inflation. Ne? Eine Preissteigerung um 100% in 5 Jahren, das macht einen Durchschnitt von 20% pro Jahr. Das ist keine normale Inflation, das ist Wucher, ne? 20% pro Jahr. Und da habe ich jetzt noch außer Rücksicht gelassen, außer Betracht gelassen, dass es innerhalb der Zeit ja mal kurzfristig sogar auf 15 Euro gestiegen war. Das war also eine Verdreifachung des Preises des Normalen. Ne? Und unter dem Gesichtspunkt kann mir jetzt niemand erzählen, dass das normale Inflation ist. Ne? Das ist einfach nur Abzocke. Da versucht man durch ein Ereignis, das alle betrifft, dazu verwenden, um die Preise zu erhöhen und dann den Leuten einzureden, das ist jetzt deshalb und nicht, weil wir uns bereichern wollen. Ne? Und bei den meisten funktioniert es ja, die fallen da dann drauf rein und lassen es sich gefallen. Ich habe ja früher auch diese 25 Kilo Kohle gekauft. Ich habe mir das aber liefern lassen auf Palette. Ne? Also 80 Pakete, das wären 2 Paletten gewesen, die sind mit dem LKW geliefert worden. Und das hat dann für den ganzen Winter gereicht damals, aber ich bin dann da davon abgekommen durch diese Wucherpreise, weil ich gesagt habe, das sehe ich ja gar nicht ein, dass ich den dreifachen Preis bezahle, und habe jetzt das anders geregelt, nutzt das nicht mehr. So, jetzt wollen wir mal schauen.
Ah, hier, das müsste ich auch mal mitnehmen. Ich brauche mal neue Fußmatten fürs Fahrzeug. Weil da, wo ich sitze, am Fahrerplatz, da ist meine schon durchgetreten. Aber, naja, da habe ich ein Loch drin. Was kosten denn die? Ich sehe es jetzt gar nicht. Aber die sehen irgendwie anders aus. Die sind zu klein, die passen nicht. Für meinen Truck brauche ich die größeren, die muss ich wieder bestellen. Weil bevor ich die jetzt hier mitnehme und dann ärgere ich mich wieder, weil sie zu klein sind, das brauche ich dann auch nicht. Ja, hier gibt es noch Blumensamen, aber was will ich jetzt im Herbst mit Blumensamen? Das ist ja dann auch nicht so die Sache. Im Herbst wächst ja nichts mehr. Muss man sich langsam aufs Winterfest machen, einstellen vom Garten, ne? Wieder alles zurückmachen. Ja, hier bin ich jetzt natürlich völlig falsch. Ich gehe hier nur eine Runde. Wo gehe ich denn eigentlich hin? Na, ich habe jedenfalls das, was ich mitbringen soll, jetzt hier nicht gefunden. Das muss ich jetzt dann mal abhaken. Da muss ich halt dann sagen, das nehmen wir dann erst nächste Mal mit. Ach, guck mal an, die Kürbisse da. Na, Halloween ist auch gleich wieder. Aber das, was ich jetzt gesucht habe, das habe ich jetzt gar nicht gefunden. Ne? Ja. Ja, wie räume ich das jetzt alles hier um? Das haben wir jetzt gar nicht gefunden. Eigentlich sollten wir die großen Pakete mitbringen, 2 Stück. 10 Kilo. Da bräuchten wir da 5 davon. Warte mal, 10. 9. 10, wenn es. Kopfrechnen. 1 Kilo 5, 1 Kilo 60. Und dann wären es bei 25, wenn 25 11 kosten. Ja, jetzt muss ich mal das Telefon aus der Hand legen, weil ich muss jetzt da mal was arbeiten. Ja. Ja, ja. Taschenrechner
Taschenrechner ist im Handy. Ja, das ist ja recht und schön, aber wenn ich gerade im Livestream bin und dann muss ich das ja erstmal wegdrücken. Aber ich hatte ja zum Glück noch ein zweites Einstecken. So, und jetzt, ach, wo habe ich denn diese Obi-App? Die habe ich doch auch irgendwo jetzt hier drauf. Warte mal, jetzt muss ich noch einmal die Obi-App. Campingdings da oder was. Aber für Kinder zum Spielen, ne? Das ist keine echte Küche. Na, das kann man auch selber bauen. Bis auf, na gut, das musst du angemalt haben und so die Dings, ne? Ja. Ha. Ja. Jetzt müssen wir noch die Kohle, die wir da gekauft haben, hier einpacken, weil ich legen wir die jetzt nicht so da rein. Warte mal, halt mal hier. Kurz diesen Beifahrer übergeben. So, ein dritter passt noch. Elf kostet die große. Weil ich hier einkaufen wollte, ich habe gedacht, da gibt es in dem Obi auch, weil ich will ja auch ein bisschen fahren. So. Vorsicht. So ist die Ladung auch ordentlich gesichert. Und jetzt muss ich noch den Wagen wegbringen.
Das war jetzt der erste Teil. So. Also. Das erste kann ich abhaken. Okay, gehen her. Das magst du. So, das kann ich abhaken. Jetzt schauen wir auf den Fahrbefehl nach, wo es als nächster hingeht. Okay. Bevor ich jetzt nach Scoselec fahre, muss ich noch privat was besorgen. Ja, das war jetzt wahrscheinlich im Obi drin, der Empfang so schlecht, dass die was? Kannst du FB kicken? Was? Prüfung zurück. So, also, nee, jetzt. Also von den auch Kohle, von den viel etwas, ich will sehen. Jetzt haben wir den ersten Auftrag abgearbeitet. Ich muss ja noch zurück nach Görlitz und dann nach Scoselec. Scoselec, da muss ich dann noch die Dings laden. Die Rufbriketts, die gibt es zwar hier auch. Rufbriketts, aber die kosten hier natürlich mehr Geld als in Polen. Das ist auch schon wieder so eine Sache, was mich wundert. Ich habe gesagt, das. Und was mich immer nervt, ist, wenn man hier die Rufbriketts, die werden in Deutschland hergestellt, die transportieren wir dann mit dem großen LKW nach Polen rüber und in Polen kosten sie die Hälfte von dem, was sie in Deutschland kosten, obwohl sie noch erst darüber transportiert werden müssen. Ne? Da wundert mich sich dann schon immer wieder. Ne? Ach, weißt du was, ich ziehe da durch, dann kann ich nämlich geradeaus weiterfahren. Also das steht jetzt hier nicht auf dem Plan, aber wenn man jemanden dabei hat, dann muss man halt da immer wieder noch in Geschäfte und die Zeit vertrödeln, wo man eigentlich nicht hin muss. Ich muss ja mal meine Arbeit noch machen. Das ist immer das Gleiche. Und irgendwo höre ich Sirene. Ich muss noch nach Görlitz, muss den Anhänger noch holen. Muss da ins Holz laden. Da ist der Tag schon wieder gelaufen heute. Und jetzt weiß ich nicht, ob man in dem Dings hier wieder der Empfang gleich wieder weg ist. So wie es immer so ist. Da hast du kurz einen Empfang und dann stockt es wieder. Vor allem im Gebäude ist es ja meistens nicht so gut.
wenn es draußen schon schlecht ist. Und das, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen. Ach, wenn ich gerade hier bin. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Wenn wir jetzt nicht live wären, dann könnte man da private Sachen kaufen. Aber jetzt, ich wollte eigentlich nur die Tour zeigen. Nee. Was wollen wir jetzt hier? Ja, ich brauche jetzt keinen Teppich. Ich bin jetzt nicht privat unterwegs. Man soll halt Arbeit und Privat immer auseinanderhalten. Das stresst mich jetzt schon wieder. Die haben nicht gefunden im letzten Mal im Aktienbericht. Nein. Ja, damit sie sich wieder. So, ja, das haben wir mal gesehen, aber das gibt es halt jetzt heute gerade nicht. So. Nee, aber das war jetzt, was ich sagen wollte. Jetzt, ich habe es jetzt völlig umsonst hier drin gewesen. Ich weiß jetzt nicht, warum wir da reingegangen sind. Nur um meine Zeit zu verlieren. So. Ach, der fährt auch weg. Gut. Sushi mag ich. Wo ist der Ton? Ja, im bescheuerten Geschäft drin. Ist klar. Schneller. So. Ja, wo in der Oberlausitz? Wir sind jetzt in Niesky. Schau mal das Ding wieder hinter. Und jetzt fahren wir von Niesky nach Görlitz rüber. Jetzt gibt es wieder ein Fahrvideo.
So, und weiter geht's. Jetzt müssen wir nach Görlitz rüber. Ja, also in dem Repo gab es jetzt auch keine Kohle, aber ich habe ja jetzt schon 4 Pakete gekauft. Ich sollte eigentlich 2 mal 25 mitbringen, das wären dann 50 Kilo gewesen. Das wäre aber jetzt teurer gewesen, wie die, weil die 25 Kilo kostet 11, aber die gab es jetzt hier nicht bei dem Obi. Und wenn man das aufs Kilopreis rumrechnet, macht es beim 25 Kilo 44 Cent und bei dem hier waren es jetzt 60. Und ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht zu viel einkaufe, weil ich muss ja mit dem Geld, das man mir mitgegeben hat, auskommen. Weil die Hauptdings, was ich jetzt kaufen soll, ist die Rufbriketts. Und die Kohle, die wird dann quasi nur verwendet, um über Nacht, wenn der Kunde das bestellt hat, wenn der sich schlafen legt, dann tut er Kohle rein in den Ofen, damit dann früh morgens noch eine Glut da ist, mit der man weiterheizen kann. Deshalb nur die geringe Menge Kohle. Und jetzt kommen noch 80 Pakete Rufbriketts dazu. Die hole ich aber ins Gorscheletz drüben, weil da ist es billiger. Und nein, ich verlange vom Kunden natürlich nicht den deutschen Preis, damit hier niemand auf falsche Ideen kommt. Weil das wird ja alles dann mit Quittung belegt, was die Ware gekostet hat. Das ist ja nicht meine Ware. So. Hier war mal die Kfz-Zulassungsstelle hier in Niesky. Da habe ich früher selbst mal ein Fahrzeug angemeldet. Und jetzt muss man ja darüber gehen. Wo ist jetzt genau da links, wo der weiße Transporter fährt, da ist jetzt die Zulassungsstelle. Aber das gehört ja eh alles zum Landkreis Görlitz auch. Ne? Und ich habe meine ja ohnehin in Görlitz registriert. Ich fahre also mit GR auf dem Nummernschild, nicht mit NOL. Obwohl man sich das ja eigentlich aussuchen kann. Aber es ist ja der gleiche Landkreis. NOL ist ja nur das alte, weil früher gab es da mal, was gab es da, Weißwasser dann gab es NOL, das war Niederschlesien, Oberlausitz, und Niesky hatte nochmal ein eigenes mit NY, da habe ich das auch hier zum Beispiel NY, und dann gab es natürlich GR für Görlitz und irgendwie sind die, und ZI für Zittau gab es noch, und das ist ja alles ein Landkreis jetzt, das ist ja alles zu Görlitz dazu. Und dann gab es mal eine Weile nur das GR, aber dann ist das wieder aufgekommen, dass man die alten Landkreise sich als Wunschkennzeichen nehmen kann. Mittlerweile kann man es ja wählen, wer da unbedingt NY oder NOL oder Weißwasser oder was auch immer drauf haben will, der kann das machen. Ich habe es mit GR, weil erstens mal bin ich ja in Görlitz registriert und zweitens mal ist GR ja nur 2 Buchstaben und ich brauche ja auf meinem
trage hier ein kurzes Kennzeichen wegen hinten. In der Stoßstange ist ja nur ein kurzer Ausschnitt. Da passt ein langes Schild mit rein. So, das Licht wollte ich auch noch anschalten. Weil heute ist das Wetter dazu, dass man besser mit Licht fährt. Vor allem wenn ich jetzt hier so im Wald unterwegs bin. Gut, ich habe vorne das Tagfahrlicht an, normalerweise. Aber wie gesagt, das Tagfahrlicht ist ja nur von vorne. Damit mich auch von der Seite und von hinten keiner übersieht, war jetzt mit dem richtigen Licht. Da hast du gesehen, das dunkle Auto da hier ohne Licht, nicht mal Tagfahrlicht, ist schon bei der Witterung, so wie es jetzt ist, schwer zu erkennen. Und wenn da einer Überholer will oder so, und dann kommt einer ohne Licht entgegen. Ja. Ja, und noch sind wir hier auf einer Nebenstrecke, nicht auf der Bundesstraße. Ich hätte jetzt natürlich in Niski auch rechts an der Ampel fahren können und dann über die Bundesstraße fahren, aber da muss ich Maut bezahlen. Ich fahre hier lieber die Strecke hier. Das muss man ja hier heutzutage auch immer alles bedenken. So viel verdiene ich dann auch wieder nicht mit der Fahrerei, dass ich da mir keinen Kopf machen muss über die Kosten. Aber mir kratzt das im Hals jetzt, ich weiß nicht warum. Aber wieder. Und es regnet gleich. Hab schon die ersten Tropfen auf der Scheibe. Aber der Wetterbericht gestern hat doch was gesagt, dass am Wochenende sonnig und warm und richtig heiß werden soll. Und erst am Montag sollte dann Gewitter und Regen kommen. Ne? Aber nach Sonne und heiß sieht es mir jetzt hier nicht so aus, wenn ich hier den Himmel betrachte. Sehe ich da keine Stelle, wo ich mal sagen könnte, oh, da kommt gleich die Sonne raus. Das ist ringsrum zu. Also da denke ich mal, heute wird es nichts mit sonnig und warm. Ich hoffe aber, dass morgen besser wird das Wetter, weil morgen ist in Löbau der Klassiktag, der Oldtimer-Treffen. Da möchte ich hin, weil alte Autos schaue ich mir immer gern an. Und da ist es auch egal, welche Marken das sind. Hauptsache alt, ne? Fahrzeuge, die man aus der Kindheit noch kennt. Aber wenn man sie selbst nie gefahren hat. Also mit den modernen Karren kann ich einfach nichts anfangen. Ne? Die sehen alle gleich aus. Bei manchen kann ich nicht einmal die Marke unterscheiden. Ich kann noch grob unterscheiden zwischen da vorne, das war jetzt ein Audi mit diesem Emblem vorne drin, oder BMW mit diesem überdimensionierten Nierengrill, und Mercedes, das kenne ich auch noch. Und bei anderen Marken wird es schon schwieriger. Oh, jawohl. Alte Bulldogs-Marke auch. Knattern so schön. Da war ja jetzt erst wieder ein Bulldog-Treffen in Chemnitz, also Chemnitz mit K. Da habe ich auch einen kurzen Livestream gemacht, glaube ich. Ne? Ja. Nein, wer es wissen will, wir sind jetzt hier in Horka
fahren Richtung Görlitz. Der Bäcker auch tatsächlich. Der Bäcker hat ein kleiner Dorfbäcker. Jetzt habe ich eigentlich schon gedacht, der wäre nicht mehr, aber tatsächlich, der war geöffnet, das Geschäft. Hat man auch noch selten so kleine Dorfbäckereien. Meistens sind die ja schon alle kaputt gegangen. Waren diese immer wieder erstaunlich, wie groß die landwirtschaftlichen Fahrzeuge heutzutage sind. Wenn du da so siehst, mit was die früher ihre Felder beackert haben. Ne? Ja, aber früher, da hatten ja auch viele Bauern also kleinere Felder. Ne? Und heutzutage hat man ja alles nur noch riesige Felder. Ja, im Osten war ja das ohnehin immer anders. Da war ja diese LPG, diese ganzen staatlichen und da waren die Felder natürlich viel, viel größer als wie im Westen, wo jeder kleine Bauer sein eigenes Ding hatte. Ne? Da kann man jetzt darüber streiten, was besser ist, wenn man sich zusammenlegt mit mehreren Bauern zu so einer Genossenschaft und dann kann man die Maschinen gemeinsam kaufen und größere Maschinen und dann, als wie wenn jeder Bauer sein eigenes Ding da kaufen muss. Ne? So, jetzt sind wir draußen. Aber die wollten ja das eigentlich gar nicht. Ne? Das war ja eine Zwangskollektivierung, ne? mit diesen LPGs damals in den 50er Jahren. Da waren die gar nicht so begeistert, die Bauern, dass sie sich den LPGs anschließen mussten. Jetzt kommen wir gleich. Ja, da, das Stück ist es noch bis zur Bundesstraße. Also wir sind immer noch unterwegs Richtung Görlitz. Jetzt sind wir in Serichen, Gemeinde Kodersdorf. Da vorne müsste jetzt gleich eine Edeka kommen. Da habe ich mal ein Video gemacht, in der Edeka gibt es diesen Coinstar-Automaten. Da habe ich das mal ausprobiert, aber 10% Wechselgebühren verlangen die, oder haben die damals verlangt, ich weiß gar nicht, wie viel das heute verlangen, weil das war jetzt auch schon wieder vor 3 Jahren oder was, wo ich ein Video gemacht habe. Und 10% Wechselgebühr, das ist schon happig, ne? Klar, die müssen ihren Automat auch bezahlen, aber wenn so viel, so ein Hexenwerk ist, so ein Automat ja auch nicht, ne? Und dass die da 10%, 2-3% würde ich sagen, völlig in Ordnung, ja, okay. Dann würde ich das auch öfter nutzen, das Angebot, ne? Aber bei 10%, da hört es bei mir auf, das ist einfach unverschämt, ne? Meiner Meinung nach, der 10% bezahlt er nur fürs Geldwechseln. Ne? Na, früher war das alles ein Service der Banken, aber Banken gibt es ja heute auch keinen Service mehr. Ne? Du hast überhaupt keine Bank mehr, wo du überhaupt einen Ansprechpartner hast. Das sind nur noch Automaten, überall Automaten. Ne? Und jeder Furt kostet extra, früher war jede Geldüberweisung, du hattest deinen Pauschalbetrag fürs Konto und da konntest du überweisen und Geld abheben, Geld einbezahlen.
war alles inklusive und heute kostet jeder Furz extra, ne? Und auch wenn es dann bloß Centbeträge sind, aber wenn du ein Geschäft hast und du hast viele hin und her, du musst Rechnungen bezahlen, du bekommst Rechnungen, du musst das und das überweisen und so, und das läppert sich dann schon zusammen. Ne? Wenn du Bareinzahlung hast, dann musst du dafür auch bei der Bank noch Gebühren bezahlen. Ne? Ja, allzu viel Barzahlungen hat man nicht mehr heutzutage, ist schon richtig, aber es kommt doch immer wieder vor, und man braucht auch, wenn man jetzt irgendwo im Ausland unterwegs ist, braucht man auch Reisegeld, weil man ja nie sicher sein kann, ob man irgendwo einen Automaten findet, und ich vertraue auch nicht jedem, dass ich die Kreditkarte vorlege und dann wissen wir nicht, was die mit den Daten dann treiben. Ne? Und man hat natürlich auch im Speditionsgeschäft hat man immer wieder Kunden, wo man bar kassieren muss, ne, wo man also vom Versender her den Auftrag hat, erst die Ware abzuladen, wenn der Kunde den und den Betrag bezahlt hat, ne, das gibt's auch. Und dann hast du eben dann das Bargeld, und ich mache das immer so, wenn ich das Bargeld habe, dann lasse ich das in der Barkasse und tue es dann für unterwegs für Spesen und so weiter verwenden. Man muss es nicht erst auf die Bank einbezahlen und wieder abheben, wenn es braucht. Aber trotzdem, so ganz ohne Bargeld geht es auch heute nicht. So, und jetzt sind wir nicht mehr weit bis Görlitz. So, nur aufpassen, hier steht irgendwo auch gleich Blitzer, ne? Oder war das die nächste? Ne, das war erst die nächste. Naja, das ist hier noch nicht mit dem Blitzer. Schließen hier. Hallo zusammen. So, und da vorne ist jetzt diese Edeka, von der ich gesprochen habe. Da gibt es einen Coinstar-Automaten. Wenn man jetzt da um die Kurve, wenn man dann hier aus dem Ort rausfährt, da kommt dann auf der linken Seite so eine Blitzersäule. Da müsst ihr aufpassen. Was, Achtung, Imbiss. Der Imbiss hat aber zu, so wie es aussieht. Ach ja, guck an. Und hier jetzt, also da ich weiß, wo der Blitzer steht, kann ich ihn jetzt schon sehen. Jetzt könnt ihr mal rätseln, ob ihr ihn auch schon sehen könnt. Also wenn ihr plötzlich ein rotes Licht seht, dann ist es schon zu spät. Ja, und der blitzt ja auch ortsauswärts. Der alte hat ja nur Richtung Ortseingang geblitzt. Die Leute, die hier von der Autobahn kommen, die immer gern
ein bisschen schneller fahren als die erlaubten 50. Jetzt haben wir hier eine Tanke gehabt mit 1,77. Den Rest konnte ich jetzt nicht lesen. Also Benzin war 1,77. Ja, die halt gleich an und dann lese ich noch ein paar Kommentare, die ich beantworten, wenn es ist. Ah ja. Da stehen die Abfangjäger auf der Autobahn. Aber das interessiert uns jetzt nicht. Wir fahren ja Landstraße hier. Also das ist jetzt schon die Bundesstraße. Gunnersdorf, Feldhäuser. Wem das was sagt, Ortskundige, oder wer früher hier mal gewohnt hat. Weit ist es ja nicht mehr bis Görlitz. Anhänger und dann fahre ich rüber nach Skosselitz. Die 80 Pakete Rufbriketts, die lade ich aber vorne rein, die kommen nicht auf der Anhänger, weil das ist 80 Pakete, das ist ja nichts, 800 Kilo, ne? Den Anhänger nehme ich noch mit rüber in die Firma, stelle den da ab und dann fahre ich dahin, wo ich die Prüfbriketts hole. Hier lese ich überall AfD-Wahlplakate, es ist doch gar keine Wahl in zur Zeit, oder habe ich irgendwas verpennt? Vorhin in Nisse habe ich auch schon Wahlplakate von AfD gelesen und hier jetzt war auch wieder ein Wahlplakat. Aber es ist doch jetzt gar nirgendwo Wahl, oder? Also mir ist jedenfalls keine Wahl bekannt. So. Jetzt kommt da vorne gleich das Gewerbegebiet. Ja, wenn man jetzt hier auf die Autobahn fährt, Richtung Polen, dann muss man auch ein bisschen mit Stau rechnen, weil auf der polnischen Seite wird auch kontrolliert. Da hat man auch immer so 1 oder 2 Kilometer Stau. Also solltet ihr da mal langfahren, dann könnt ihr euch darauf einstellen.
und jetzt fahren wir hier links ins Gewerbegebiet rein. So, jetzt sind wir gleich da. Da waren schon wieder Militärfahrzeuge. Kommt da einer? Ne, kommt keiner. So, jetzt muss ich hier erst einmal anhalten. Sind alle dort. Ja. So. Bevor ich jetzt den Anhänger hole, schauen wir mal, was dazu. Wo waren wir denn stehen geblieben? Wo in der Oberlausitz? Was Tornado Niski? Sweden, nein, nicht in Sweden, no Sweden, East Germany.